Laut Ursula von der Leyen plant die EU die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine. Was das für dich bedeutet, möglicherweise für deine Kinder und Enkel, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für die meisten unserer Mandanten ist das ganze Thema Geopolitik, Krieg im Osten, Krieg in Russland, Krieg in der Ukraine natürlich ein sehr heißes Thema, insbesondere jetzt, da die neue deutsche Wehrpflicht 2026 wieder eingeführt wird. Die Risiken scheinen ja unberechenbar zu sein und man möchte sich gerne absichern, man möchte sich, seine Kinder, sein Vermögen schützen können vor den Konsequenzen einer weitreichenden militärischen Auseinandersetzung. Was du dazu machen musst, was ein Plan B alles für Dinge beinhaltet, das behandeln wir in unserem Schweizer Taschenmesser für dein Plan B Seminar in Zürich, was wir auch demnächst wieder veranstalten werden. Termine dazu auf unserer Webseite, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos. Mit dabei sein werden neben mir und dem Daniel Taborek auch wieder der General Erich Warth, ehemaliger Sicherheitsberater von Bundeskanzlerin Merkel. Er wird uns seine Einschätzungen geben zur geopolitischen Situation. Er hat natürlich Zugang zu Informationen, die wir nicht haben. All das wird er hinter geschlossenen Türen mit den Teilnehmern dieses Seminars teilen. Er war schon an etlichen anderen unserer Seminare anwesend und wir haben dort sehr interessante Dinge gelernt. Dinge, die dir auch wirklich einen Vorteil bieten, denn in solchen Situationen ist ja Zeit alles und Maßnahmen, die du jetzt vorbereiten kannst, sind auf jeden Fall sicherer als jene, die du dann in einem Moment der Panik vielleicht vorbereitest, wenn es zu einer solchen geopolitischen Auseinandersetzung kommt. Themen, die wir behandeln, sind neben der Wehrpflicht beziehungsweise wie du oder deine Familienangehörigen dieser entkommen können, natürlich egal, auch Themen wie zweite Staatsbürgerschaft, Aufenthaltsgenehmigung, Steueroptimierung im Ausland, Konten im Ausland, Vermögensdiversifizierung im Ausland, also alles, was mit einem Plan B zu tun hat und wie du diesen konkret jetzt schon umsetzen kannst, auch ohne auszuwandern, das lernst du in unserem Schweizer Taschenmesser Seminar für deinen Plan B. Wir präsentieren dir dort sozusagen ein Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B mit allen Werkzeugen, die du brauchst, um einen solchen Plan B umzusetzen. Ich würde mich freuen, dich dort in Zürich zu sehen. Damit sind wir natürlich auch schon direkt beim Thema. Manchmal geht es alles so schnell, dass die Wirklichkeit doch dann jegliche Spekulationen einholt. Ursula von der Leyen hat in einem Interview mit der Financial Times nun definitiv bestätigt, dass die EU Bodentruppen in die Ukraine senden möchte. Hier zeige ich dir mal eben den Artikel. Und zwar erschien dieser Artikel gestern am 31. August 2025 in der Financial Times. Europe has pretty precise plan to send troops to Ukraine von der Leyen says. Also die Europäische Union hat ziemlich präzise Pläne, Truppen in die Ukraine zu senden. Es soll sich natürlich hier nicht um Truppen handeln, die an dem Krieg teilnehmen, sondern Post-Conflict, also nach dem Krieg, die Sicherheitsgarantien auch tatsächlich garantieren, die man übernehmen will für die Ukraine mit voller Deckung der USA. Sie hat dieses Interview gegeben auf einer Reise durch die östlichen EU-Länder am letzten Wochenende. Offensichtlich geht es um Zehntausende von europäischen Truppen, die in der Ukraine zum Einsatz kommen sollen. Weitere Gipfeltreffen der Politiker werden folgen. Das Ganze ist natürlich nicht wirklich überraschend. Ich meine, man hat ja sowas kommen sehen. Vieles davon wurde auch schon in den Medien diskutiert. Überraschend, aber vielleicht doch diese ganz klare Aussage jetzt von der Leyen zu dem Thema. Da wird relativ wenig der Spekulation überlassen. Man legt sich hier schon ziemlich weit fest. Das Ganze passt natürlich dann zu den Formen der deutschen Bundesregierung, die Wehrpflicht per Salamitaktik wieder einzuführen. Ab 2026 werden ja dort Fragebögen dann verschickt an all jene deutschen jungen Männer und Frauen, die ab 2008 geboren wurden. Männer müssen dann diesen Fragebogen beantworten, müssen dann noch im Jahr 2027 zur Musterung kommen. Frauen können dies optional machen. Das alles natürlich unter dem Vorwand der Freiwilligkeit. Man will hier die jungen Soldaten mit einem sehr großzügigen Sold locken, so wie es aussieht. Man kann als 18-Jähriger über 2.000 € im Monat an Sold bekommen. Das mag für viele 18-Jährige natürlich attraktiv sein. Aber die Zahlen an Soldaten, die man tatsächlich benötigt, ist natürlich so groß, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es mit der Freiwilligkeit getan sein wird. Andere Militärexperten sind da sicherlich der gleichen Meinung. Jeder, der dann tatsächlich hier einrückt zum Militärdienst, ist dann gleichzeitig Teil der Reserve und der kann garantiert davon ausgehen, dass er dann in die Ukraine oder in ein anderes Gebiet geschickt wird. Das muss jedem klar sein.
der sich hier als Freiwilliger meldet. Das hat die Bundesregierung ganz klar so gesagt. Das ist auch Ziel der ganzen Maßnahme. Man braucht mehr Personal, man will eine gut ausgebildete Reserve haben, dass diese Soldaten für solche Einsätze zum Einsatz kommen können. Die Frage, die sich natürlich zuerst stellt, ist, ob es überhaupt zu einem Frieden in der Ukraine kommen wird. Irgendwann endet jeder Krieg im Frieden, weil irgendwann muss eine Seite definitiv aufgeben. Aber wird sich Russland auf einen Frieden einlassen oder nicht unter den genannten Bedingungen, unter der Tatsache, dass dort Truppen der Europäischen Union, der NATO in der Ukraine stationiert werden? Putin hat den zwar schon so einigermaßen zugestimmt, möchte man sagen, als er mit Trump gesprochen hat, aber konkrete Beschlüsse gibt es selbstverständlich keine dazu. Jetzt sagst du vielleicht, naja, okay, wenn der Krieg vorbei ist, dann mag es für unsere Soldaten nicht gefährlich sein, dort als Friedenstruppen sozusagen im Einsatz zu sein. Meiner Meinung nach ist das ein frommes Wunschdenken. Ich glaube nicht, dass Putin nach dem Ukraine-Krieg klein beigeben wird. Ich habe das ja auch schon in mehreren anderen Videos so ganz klar gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nun Deutschland oder Frankreich angreifen wird. Das ist eigentlich nicht Teil der russischen Militärdoktrin. Auch historisch gesehen hat Russland eigentlich nicht ferne Länder angegriffen, aber man hat sehr wohl Nachbarländer angegriffen, auch proaktiv, auch präventiv. Und da kann man jetzt die letzten 1000 Jahre zurückgehen. Ich meine, es hat garantiert einen Grund, warum Russland das flächenmäßig größte Land der Welt ist, sich im Grunde genommen bis zum Pazifik ausdehnt, weil man immer so Schritt für Schritt letztlich das Territorium erweitert hat und dann auch dort auf seinem Territorium und den benachbarten Ländern brutal gegen Nachbarn und auch Feinde vorgegangen ist. Da sollten wir uns also keinerlei Illusionen hingeben. Und das Ganze ging eigentlich auch nach Ende des Kalten Krieges so weiter. Du wirst dich vielleicht erinnern, Senator Mitt Romney hat in einer Diskussion mit Obama gesagt, und das war nach der Intervention Russlands in Georgien 2008, dass als nächstes die Ukraine dran sein wird. Das hat Mitt Romney so gesagt. Obama hat damals abgewunken und hat gesagt, Mitt Romney, du bist einfach ein kalter Krieger. Du hast hier nichts mehr verloren. Natürlich hat Mitt Romney recht gehabt. Ich möchte dir jetzt nochmal hier kurz vor Augen halten, in welche militärischen Konflikte Russland aktiv und proaktiv involviert war seit Ende des Kalten Krieges. In den 1990er Jahren, 1991 bis 1994, Moldau und Transnistrien. Die russische 14. Armee unterstützt separatistische Kräfte in Transnistrien gegen die Republik Moldau. Ergebnis: eingefrorener Konflikt. Russische Truppen sind bis heute dort stationiert. 1994 bis 1998, erster Tschetschenienkrieg. Russland marschiert in Tschetschenien ein, nachdem die Republik ihre Unabhängigkeit erklärt hatte. Der Krieg endet mit massiven zivilen Opfern und einer faktischen, aber instabilen Unabhängigkeit Tschetscheniens. 1999 bis 2009, zweiter Tschetschenienkrieg. Russland erobert Tschetschenien zurück, setzt eine Moskau-treue Regierung ein und führt jahrelang Kämpfe gegen islamistische Aufstände im gesamten Nordkaukasus. Kommen wir in die 2000er Jahre. 2008 Georgien, Südossetien und Abchasienkrieg. Russische Truppen griffen nach Gefechten in Südossetien in Georgien ein. Teile Georgiens wurden besetzt, Südossetien und Abchasien später von Moskau als unabhängig anerkannt. 2010er Jahre, 2014 die Krim. Russland annektiert die Krim. Einsatz grüner Männchen, Soldaten ohne Abzeichen und ein international nicht anerkanntes Referendum. 2014 bis heute in der Ukraine der Donbass-Krieg. Russische Spezialkräfte, Artillerie und Söldner unterstützen die Separatisten in Donetsk und Luhansk. Russische Truppen griffen direkt in wichtige Schlachten ein. Und dann seit 2022 natürlich die Großinvasion der Ukraine. Also, für mich völlig klar, warum sollte Putin aufhören? Oder ich meine, irgendwann wird Putin das Zeitliche segnen. Warum sollte sein Nachfolger aufhören? Putin, das hat er selbst gesagt, sieht sich in der Tradition der russischen Zaren. Ich bin gerade eben schon auf die russische Geschichte der letzten 1000 Jahre eingegangen. Da wird es weiterhin Präventivschläge geben wie die ich gerade eben genannt habe, wenn in den Territorien, die Russland hier als seine Einflusssphäre beansprucht, etwas nicht so läuft, wie es Russland gerne möchte. Ich möchte das jetzt gar nicht mal unbedingt kritisieren und den Putin jetzt als bösen Kerl hier darstellen. Ich möchte es einfach mal faktisch so auf den Tisch legen, dass letztlich das die Dinge sind, die passieren können. Wir können das damit erklären, dass vielleicht die russische Kultur eine andere ist, das russische Staatsverständnis ein anderes ist und dass eben Russland sich überhaupt nicht in der westlichen Politiktradition und Demokratietradition sieht, sondern sich eher mit den östlichen asiatischen Regimen identifiziert, wo es ja oft einen starken Mann an der Spitze gibt, um nicht zu sagen einen Diktator, und eigentlich Demokratie vielfach komplett fremd ist. Also es geht mir jetzt nicht um eine Kritik an Russland, aber ich möchte einfach sagen, dass
der Konflikt in weiteren Teilen Osteuropas und im ehemaligen russischen Einflussgebiet sicherlich vorprogrammiert ist. Und dorthin wollen wir nun deutsche und europäische Soldaten schicken. Was glaubst du, wird als nächstes passieren? Ich meine, das liegt ja im Grunde genommen auf der Hand. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier wirklich bei einem friedlichen Einsatz bleibt? So eine Art Blauhelmsoldat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Truppen, die dort stationiert werden, in weitere Konflikte hineingezogen werden? Dass Konflikte ausbrechen, wo dann die Soldaten, die dort stationiert sind, sich überlegen müssen, wie sie jetzt agieren. Nehmen sie daran teil, schützen sie die Bevölkerung, Selbstverteidigung etc. pp. Die ganzen Fragen. Also auf Deutsch ein Pulverfass, ein geopolitisches, das dort in Osteuropa aufgemacht ist oder eigentlich schon immer auf war und wo wir jetzt konkret hier unsere jungen Männer und möglicherweise Frauen hinsenden werden. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Das ist eine kluge Idee? Glaubst du, das ist im Sinne unseres Landes und im Sinne unserer jungen Menschen und das ist gut für unsere Zukunft? Also ich halte es für eine katastrophale Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss sagen, dass ich einer gewissen Aufrüstung nicht abgeneigt bin. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die europäischen Armeen in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier auf sträfliche Weise vernachlässigt wurden. Da hat man überhaupt nichts mehr gemacht. Da hat man sich voll auf die USA verlassen. Das kann natürlich nicht sein. Also wir müssen schon als Land in der Lage sein, uns selbst zu verteidigen. Das ist ja völlig klar. Aber es ist ein großer Unterschied natürlich, verteidigungsbereit zu sein und damit zu zeigen, dass wir die Möglichkeiten haben, uns zu wehren, als jetzt proaktiv Truppen in die Ukraine zu senden. In ein Gebiet, was als russischer Einflussbereich gesehen wird, was die Russen als ihren Einflussbereich sehen. Und da kommen jetzt westliche Truppen an. Ich meine, würden die Amerikaner das akzeptieren, wenn jetzt die Chinesen Truppen in Mexiko stationieren würden? Würde das zum Frieden beitragen? Ich glaube, dass das ein weiterer Krieg ist, ein weiterer militärischer Konflikt ist, in den wir uns reinziehen lassen, wie zum Beispiel jener in Afghanistan. Wir haben gesehen, was dort mit den NATO-Truppen passiert ist. 15 Jahre Krieg haben nicht ausgereicht, um hier ein paar zottelbärtige Ziegenhärte zu besiegen. Wir sind mit eingezogenem Schwanz aus Afghanistan abgehauen wie räudige Hunde. Die glorreiche, die starke NATO. Wir haben uns hier in einen Krieg reinziehen lassen, der Tausende von Menschenleben gefordert hat, der viele Soldaten traumatisiert hat, der gigantisch an Kosten, an Geld verschlungen hat, für nichts und wieder nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein solches Ende und noch ein schlimmeres Ende nehmen wird, wenn wir tatsächlich Bodentruppen in die Ukraine senden. Wohlgemerkt, eine gezielte Aufrüstung zur Abschreckung sicherlich nicht schlecht, wobei diese ganzen Aufrüstungspakete auf Pump, die jetzt da beschlossen wurden, garantiert komplett ineffizient sind. Wie viel da wirklich dann tatsächlich am Ende bei der Landesverteidigung hängen bleibt und wie viel in Dunkelkanälen der Ineffizienz und Unfähigkeit verschwindet, das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aber im Wesentlichen geht es natürlich hier um Leib und Leben unserer Soldatinnen und Soldaten. Und das Schlimme ist ja, das ist so eine schleichende Entwicklung. Ja, jetzt werden erst diese Formulare verschickt, dann soll man sich dort anmelden, dann wird man möglicherweise gemustert, dann wird man hier als geeigneter Kandidat festgestellt, dann wird auf einmal doch die volle Wehrpflicht eingerufen. Dann haben wir uns aber schon so an den Gedanken gewöhnt, dass dann alles nicht mehr so schlimm ist. Also ist diese langsame schleichende Entwicklung, die uns so irgendwo einlullt. Ja, wir sind so wie der Frosch, der im Topf sitzt, bei dem die Temperatur immer weiter aufgedreht wird. Und im Grunde genommen musst du dir überlegen, wenn du selbst ein junger Mann, eine junge Frau bist oder ein Elternteil, ein Großelternteil eines jungen Mannes, einer jungen Frau ist, wann du hier auf die Bremse trittst, wann du wirklich etwas tust, wann du wirklich eine Linie in den Sand ziehst und sagst, bis hierhin und nicht weiter. Denn dass du deinen Politikern vertrauen kannst, ich meine, diesen Gedanken hast du hoffentlich schon lange verabschiedet. So unfähig, wie die sich jetzt hier geriert haben in den letzten Jahren, als es um Friedensverhandlungen in der Ukraine ging. Da musste jetzt hier Donald Trump nach seiner Wahl mehr oder weniger willig und unwillig, mürrisch, nörgelnd, launisch die Friedensverhandlungen übernehmen, unter gigantischer Kritik vieler Beteiligten. Aber jene, die tatsächlich hinter den Kulissen waren, die haben ihn gelobt. Dass er hier nicht ruckzuck irgendwelche Lösungen präsentieren kann, das ist natürlich völlig klar. Aber dass Gespräche angestoßen werden, dass Verhandlungen begonnen werden, offizielle oder inoffizielle Verhandlungen, dass sich etwas Festgefahrenes wieder löst, das ist mit Sicherheit passiert und dafür muss man ihn loben. Die europäischen Politiker, die deutschen Politiker hätten uns hier Kopf voraus in einen Atomkrieg manövriert. Und wer weiß, vielleicht wird es dazu auch noch kommen.
Dieses Statement jetzt von Ursula von der Leyen gegenüber der Financial Times lässt jedenfalls nichts Gutes vermuten. Daher nochmal, überleg dir gut, wie lange du noch mitmachen willst und ob es sich gut ist für deine Kinder und Enkelkinder, Maßnahmen einzuleiten und sie vor dem tödlichen Kriegsszenario zu schützen. Das alles sind natürlich keine leichten Entscheidungen, aber auf der anderen Seite ist das Leben im Ausland, was zum Beispiel ein solcher Schutz sein könnte, gar nicht mal so schlecht. Viele Russen, viele Ukrainer haben sich ja selbst geschützt vor dem Krieg im eigenen Land, indem sie nach Dubai umgezogen sind. In Dubai übrigens machen wir ebenfalls ein Seminar. Wenn das tatsächlich für dich ein Thema ist, dann solltest du dir vielleicht überlegen, daran teilzunehmen oder an unserem Schweizer Taschenmesserseminar in Zürich. Und ansonsten natürlich auch gerne eine Beratung bei mir buchen, wo wir dann diese Fragen behandeln können, wie du möglichst sicher, effizient und zeitnah einen Plan B aufbaust, um dich und deine Kinder und dein Vermögen natürlich auch vor diesem Kriegswahnsinn zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.